Hi, mein Name ist Mario und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Gesund Geigen. Ich bin Musikstudent, Geigenlehrer und Auszubildender bei der Europäischen Gesellschaft für Dysprokinesis. Ich interessiere mich für eine Art des Geigelernens, die natürlich, ganzheitlich und gesund ist. Dieses Interesse kommt dadurch, dass meine früheren GeigenlehrerInnen mir nicht mit meinen Fehlverspannungen beim Geigespielen helfen konnten. Ich hatte Verspannungen im Oberkörper, in den Händen, in den Schultern, im Nacken und daraus resultierten dann auch Schmerzen, Bühnenängste und ich war total demotiviert zum Geigeüben. Seitdem ich aber 2018 mit der Dysprokinesis angefangen habe, entdecke ich tagtäglich immer wieder einen neuen, befreiten Zugang zu meinem Instrument. Ich unterrichte seit 5 Jahren Geige und momentan habe ich ganze 28 GeigenschülerInnen von jeder Altersgruppe. Und um so ein bisschen die Erfahrung zu teilen, die ich mit den SchülerInnen mache und um zu zeigen, wie so ein Geigenunterricht aussehen könnte, habe ich diesen YouTube-Channel gestartet. Dabei ist das für mich so eine Art Zwischenstand meiner Erfahrungen und meiner aktuellen Entwicklung. Und ich bin auch stets immer offen für Feedback, Fragen, Gespräche und Kommentare. Ich habe in den letzten Wochen eine Videoreihe gedreht, in der ich mit einer kompletten Geigenanfängerin ein Experiment durchgeführt habe. Ich erkunde und vergleiche, wie ein Anfänger oder eine Anfängerin sich auf YouTube Geigespielen selbst beibringt, wie auf solche Tutorials dann reagiert wird und was mögliche Konsequenzen daraus sein könnten. Im Anschluss gebe ich dann auch einen Unterricht, um das in Kontrast zu setzen. Dabei berichtet die Schülerin immer von ihren persönlichen Erfahrungen. Zusätzlich werde ich auch noch einige Kommentare in die Videobeschreibung von mir einfügen, von Dingen, die mir erst nach dem Dreh aufgefallen sind oder wo ich denke, die würde ich gerne noch hervorheben oder erklären. Ich möchte alle, die sich die Videos anschauen, motivieren, mitzumachen bei den Videos. Packt die Geige aus und probiert das selber mal aus. Sammelt die Erfahrung, wie ist das, wenn der Geigenlehrer, die Geigenlehrerin das so gesagt hat oder wenn man das in solchen Worten gesagt hat. Egal ob Profi, noch in der Schule, im Studium oder kompletter Anfänger, ich glaube, jeder kann da irgendeine Erfahrung draus ziehen und vielleicht sogar was für sich dazu gewinnen. Und es ist mir auch wichtig, dass sich jeder ein eigenes Bild davon machen kann, weil es kann natürlich jeder irgendwas erzählen im Internet und es gibt auch sehr viele Meinungen da draußen, wie auf der Geige bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eine eigene Erfahrung sammelt, dass man selber vielleicht mal ein neues Gefühl erfährt und dann selber entscheiden kann, wie ich letztendlich Geige spielen möchte, so dass es sich gut und stimmig anfühlt. Ich habe diese Videoreihe mit einer Freundin gedreht und die stelle ich euch jetzt vor. Das ist Regina. Hi Regina. Hallo. Du bist mein Versuchskaninchen für das Projekt. Genau. Was machst du denn? Also ich bin Musikerin, ich spiele Klavier und ich unterrichte das auch. Und ich bin generell sehr interessiert an Musikwelt und Kunstwelt und an Körper im Sinne von Yoga und Körperbewusstsein und Verbindung mit Körper. Und ich finde, das Klavier hilft auch dabei, sehr, das Mhm. zu schaffen. Und ich wollte mein Spektrum ein bisschen ausbreiten und Geige lernen. Mhm. Ich habe auch vor ein paar Jahren, ein Freund von mir hat mir ein paar so Basic-Sachen gezeigt. Ja. Ich habe aber vieles alleine gemacht und genau. Also war das Deswegen. Unterricht oder Nee, das war so eher einfach so ausprobieren? etwas, genau, was zeigen, Okay. ausprobieren. Okay, also ich würde sagen, auf der Geige bist du noch voll Anfängerin sozusagen. Ja, Unvorbelastet sozusagen. Aber du bist natürlich also ganz transparent Musikerin Ja. auch. Mhm. Und du hast schon ein gutes Gespür für Dinge. Mhm. Aber ich finde es trotzdem, wir haben ja schon einige Videos gedreht und ich finde es trotzdem sehr interessant, dass du eigentlich oft auch typische Anfängersachen auf der Geige machst, auch wenn du Musikerin bist. Mhm. Ne? Und es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr guter Eindruck, wie das so funktioniert mit YouTube-Videos und Geige lernen und so. Ja, genau, wie du sagtest, dass obwohl ich schon Bezug zur Musik habe, aber trotzdem, ich fühle mich komplett wie in einem offenen Ozean Mhm. in diesem Thema. Und es könnte schon man sehr wertvolle Tipps bekommen online, aber wenn es nicht jemand gibt, der wirklich in der Echtzeit Ja.
auch dich unterstützt dabei, dann ist es einfach schwierig. Ja, also obwohl du Musikerin bist, sagst du, es hat dich trotzdem überfordert. Genau, ja. Gerade für die Anfänge der Geige, es hat noch nichts mit Noten, Lesen zu Mhm. tun, Basics der Musik, sondern es geht wirklich um das Instrument. Ja. Ne? Das Und, Gefühl, ja, genau. dass es ohne Druck wird, dass es ohne Spannung wird, dass es wirklich ein gesundes und spaßvolles Musizieren wird. Ja, super. Danke dir. Gerne.